Mein Eindruck hier von der Suzuki GSX 8R ist, ein Supersportler will sie gar nicht sein. Ich glaube, sie will tatsächlich ein sportlich aussehendes, alltagstaugliches Motorrad sein. Das ist sie auch. Servus Leute und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Video. Und zwar fahren wir heute die Suzuki GSX 8R Probe. Das Motorrad wurde mir wieder zur Verfügung gestellt von Motorrad Reinhardt in Coburg. Vielen Dank an dieser Stelle. Schaut dort gerne mal vorbei, wenn ihr aus der Gegend kommt. So, Thema Ergonomie. Man sitzt sehr, sehr aufrecht auf diesem Motorrad. Also das erinnert mich gar nicht an Sport. Da ist die Sitzposition auf einer Street Triple RS sportlicher, ein Ticken. Wobei es ist natürlich so auch sehr angenehm zu sitzen. Der Sitz erscheint mir auf die ersten Meter ein klein wenig hart. Mal schauen, was ich am Ende meiner Testfahrt darüber denke. Im Moment verursacht das keine Schmerzen oder so. Ich merke das nur, dass der ist ein bisschen härter eingestellt. Das Windschild nimmt den Oberkörper sehr schön aus dem Wind raus. Also ist tatsächlich bei mir mit meinen 1,80 so, dass die Abrisskante, die Windabrisskante genau unter meinem Helm ist. Sprich, der Helm ist astrein, komplett ohne Verwirbelungen dem Wind ausgesetzt und der Oberkörper ist eigentlich windfrei. Das ist tatsächlich ganz angenehm. Allerdings scheint es hier auch nicht möglich zu sein, auf dem Motorrad sich quasi durch gebückte Haltung und so weiter komplett aus dem Wind zu nehmen. Dazu ist das Windschild einfach zu klein, das geht nicht. Was mir auch auffällt, ist, dass die Kupplung, zumindest bei diesem Modell, ich weiß nicht, ob das bei allen ist, die kommt sehr ruckartig. Das könnte Anfänger durchaus überfordern. Also selbst ich habe die auf den ersten paar Metern direkt mal ausgewirkt. Soweit ich das sehe, ist der Kupplungshebel auch nicht einstellbar, sprich man wird sich daran gewöhnen müssen. Die Bremsen, finde ich, gehen ganz gut zur Sache, allerdings sehr anfängerfreundlich. Das heißt, es gibt keinen sehr starken Initialbiss, der da überfordern könnte, sondern es geht tatsächlich sehr linear voran. Sprich, je mehr man den Hebel zieht, desto mehr bremst es. Ich denke, insgesamt sind die Bremsen für ein Motorrad dieser Kategorie völlig ausreichend. So, was fällt mir sonst noch auf? Der Motor, Zweizylinder,
Klar, vielen wird der schon bekannt sein, aber der ist nicht sehr drehfreudig, allerdings sehr, sehr drehmomentstark. Das heißt, von unten raus hat man eigentlich immer schon ordentlich Druck. Egal in welchem Gang man ist, man kann die schon sehr, sehr schaltfaul fahren. Allerdings spürt man schon auch hier und da, also speziell ist mir jetzt aufgefallen, zwischen 5.000 und 6.000 Umdrehungen gibt es schon starke Vibrationen, die man dann auch im Sitz spürt. Ja, aber halte ich für relativ normal, ist jetzt nicht störend, man merkt das halt. Noch ergänzend zum Motor, auch Zweizylinder typisch. So richtig untertourig fahren mag der natürlich nicht. Also das merkt man schon auch jetzt mit 50 vierter Gang, das funktioniert, das kann man machen. Im 5. merkt man aber schon, dann das gefällt ihm gar nicht, da ist man knapp bei 2.500 Touren, das scheint so ein bisschen die Grenze zu sein. Wenn man über 2,5 ist, funktioniert das ganz gut, drunter merkt man schon, das will der Motor nicht so richtig. Was hier natürlich richtig stark ist bei der Suzuki GSX-8R, ist tatsächlich der Motor. Der kommt von unten raus richtig gut, das macht richtig Spaß. Also für die Straße ist das ein sehr, sehr guter Motor. Sehr gut nutzbar. Das macht schon Spaß, auch wenn die reinen PS-Zahlen, ja, 83 PS, das nicht erwarten lassen, aber der zieht schon richtig vor. Klar muss man sagen, obenrum geht ihm dann etwas die Luft aus. Aber auch da muss man sagen, auf der Straße, das nutzt man ja kaum. Also ja, es gibt sicherlich Fahrer unter euch, die im Motorrad immer Vierzylinder typisch zwischen 10.000 und 12.000 Umdrehungen halten. Zu diesen gehöre ich halt nicht, ergo mich stört das jetzt nicht so sehr, dass da obenrum nicht mehr so viel passiert. Dafür passiert untenrum richtig viel. Und rein vom Gefühl her, ich habe die nicht gemessen, ich kann das nicht sagen, nur rein vom Gefühl her ist die untenrum von der Beschleunigung her jetzt aus dem Ort raus in sagen wir, moderaten Drehzahlen, wie man halt normalerweise unterwegs ist die Beschleunigung mindestens gleichzusetzen mit meiner Street 77765 RS. Gefühlt ist das sogar ein bisschen mehr. Das kann natürlich an dem etwas höheren Drehmoment liegen, vor allen Dingen, weil das eben schon sehr, sehr niedrig anliegt. Aber das ist ja, wie ich eben schon sagte, also mir fehlt da nichts, das macht Spaß. Wir machen gleich nochmal eine Beschleunigung aus dem Ort im 3. Gang. Vielleicht kann man das so ein bisschen sehen, was ich da meine. Von 50 ab. Da braucht die sich nicht verstecken, wirklich nicht. Aber ihr seht es gleich. Und los geht's. Ich sag's euch, wie es ist. Da muss man sich schon ordentlich festhalten an dem Gerät. Unten raus, das ist wirklich beachtlich.
So, wir machen auch mal den Test Beschleunigung aus dem Ort im 5. Gang bei 50. Das mag man schon, das mag das Motorrad eigentlich nicht machen. So, was fällt noch auf? Ist jetzt auch keine Überraschung. Euro 5 Plus. Suzuki ist natürlich nicht sonderlich laut. Ja, also während der Fahrt, das Motorrad ist super unauffällig, man hört das kaum. Das könnte den einen oder anderen tatsächlich stören, der eben eine höhere Geräuschkulisse mag. Ich persönlich finde das jetzt eigentlich ganz angenehm. Was für den einen oder anderen vielleicht noch interessant ist, der Verbrauch von dem Motorrad ist tatsächlich relativ gering. Also je nach Fahrweise, wenn man jetzt halbwegs vernünftig fährt, kommt man da mit 4,5 Liter durchaus aus. Das finde ich schon in Ordnung. Getriebe Quickshifter. Das Getriebe schaltet knackig, gerade wenn man das manuell schaltet, finde ich das sehr, sehr schön. Sehr gut bedienbar. Der Kupplungshebel selbst braucht auch nicht sonderlich viel Kraft, das ist okay. Was mir persönlich auffällt ist, dass der Quickshifter, sagen wir, in höheren Gängen sehr, sehr gut funktioniert, aber speziell in niedrigeren, so 1., 2. oder auch 2., 3., da ist das schon manchmal so, dass das nicht sehr sanft vonstatten geht. Also ist jetzt auch nicht übertrieben, aber man merkt schon, dass andere Hersteller das einen Ticken besser können. Also speziell die Triumph Daytona, die ich letztes Jahr Probe gefahren bin. Da war der Quickshifter so butterweich, egal in welchem Gang man war, egal bei welcher Geschwindigkeit, rauf, runter. Das war Wahnsinn. Da kommt die Suzuki hier nicht ganz mit. Kommen wir zu Gewicht und Handling. Die Maschine wiegt etwas über 200 Kilo, das kann man ja online nachlesen. Das ist sicherlich nicht wenig für diese Kategorie. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, man merkt das nicht. Speziell wenn die fährt. Also sie ist super agil, jetzt auch im Stadtverkehr. Das merkt man nicht, die ist sehr, sehr lenkwillig. Das Einlenken funktioniert sehr leicht. Ist sehr, sehr agil. Liegt sicher an der Geometrie und auch ein bisschen am Reifen. Aber, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir ganz gut. So, wir kommen zum Fahrwerkstest auf schlechten Straßen. Schauen wir mal, wie sich das hier anfühlt. Ehrlich gesagt federt sie das schon ganz gut weg. Das ist jetzt nicht sehr unangenehm. Da haben wir schon anderes erlebt. Also klar ist kein Tourer, man merkt die Straßenhüppel. Aber es ist jetzt nicht so, dass einem das hier voll in den Rücken durchschlägt. So, kommen wir zum Fazit. Wie hat mir das Motorrad gefallen? Ich muss sagen, was mich am meisten beeindruckt hat, ist tatsächlich der Anzug aus dem Ort raus. Das macht schon richtig Spaß. Und wie leichtgängig die Maschine insgesamt ist. Die ist schon sehr, sehr handlich. Auf der anderen Seite ist die Sitzposition nicht sonderlich sportlich. Das heißt, das ist eher ein gemütliches Fahren. Das muss man natürlich mögen. Wenn man, ich sage mal, richtig Attacke will, dann ist man hier wahrscheinlich nicht richtig. Weil das ist auch aufgrund des Sitzes und
des Aufbaus des Motorrads gar nicht möglich, sich da so arg über den Tank zu lehnen. Das geht nicht. Also vielleicht, wenn man etwas kleiner ist, aber ich kriege das auf jeden Fall nicht hin. So, das heißt, insgesamt macht das Motorrad mega Spaß. Die Spiegel sind gut. Man sieht richtig nach hinten. Das Motorrad ist sehr handlich. Der Anzug ist gut. Es fehlt oben raus. Fehlt tatsächlich so ein bisschen die Leistung. Das fällt dann einfach ab einem gewissen Punkt. Also wesentlich höher als 8.000, 9.000 Touren braucht man die Maschine nicht zu drehen. Das macht keinen Sinn. Aber sie hat untenrum genug Power, um ordentlich auf der Straße voranzukommen. Ich denke, es ist ein gutes Bike insgesamt für Einsteiger oder Wiedereinsteiger oder eben Leute, die vielleicht auch ein bisschen älter sind, wo es wichtiger ist, dass man vernünftig drauf sitzt, dass man nicht so über den Tank gespannt ist, dass man nicht so viel Last auf den Handgelenken hat und so weiter. Die Kurvenlage, das Kurvenverhalten von dem Motorrad hat mir insgesamt recht gut gefallen. Es lenkt tatsächlich sehr, sehr leicht ein. Es hält die Linie trotzdem sehr, sehr gut. Es ist sehr stabil. Man kann da echt einen super Strich mitfahren. Den einzigen Kritikpunkt, den ich an der Stelle hätte, wäre tatsächlich so ein bisschen die mangelnde Emotion. Ja, das Motorrad ist nicht sonderlich laut. Ja, in höheren Drehzahlen fällt die Leistung dann gefühlt einfach ab. Da fehlt ein bisschen was. Ne? Ich sag mal, von den Emotionen her bin ich schon andere Motorräder gefahren, die da wesentlich mehr verursachen. Ja, aber das tut dem Bike im Grunde keinen ab. Es ist trotzdem ein ordentliches, solides Motorrad, womit man auch eine Menge Spaß haben kann. Ich kann euch nur eins empfehlen. Fahrt das Gerät doch einfach mal Probe, wenn ihr euch dafür interessiert, und dann werdet ihr sehr, sehr schnell merken, ob das was für euch ist oder nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.